Also es gibt ein Angebot von dem Studierendenwerk, also psychologische Beratung und sowas. Die helfen dem einen, wenn man ein Problem hat. Also es ist nicht nur psychologische Beratung, aber die können dir zum Beispiel sagen, du kannst zu dem Arzt gehen. Die können dir wirklich eine Liste von den Sachen geben, die du wirklich brauchst. Und der Arzt, der gibt schneller Termine oder sowas. Und es gibt sogar eine Stelle, wo man anrufen kann, damit man schnell einen Termin bekommt sogar. Ich glaube, das könnten sie machen. Und das sollte man wahrnehmen. Ja, es gibt psychosoziale Probleme zum Beispiel. Aber da bieten wir jetzt an allen Hochschulstandorten auch Beratungen an und auch zweisprachig. Das ist auch sehr attraktiv. Und natürlich ist der Zugang für Internationals immer ein bisschen, nicht schwierig, aber die Scheu, auf jemanden zuzugehen mit seinen innersten Problemen, ist natürlich hoch. So. Aber da heißt es einfach, Zähne zusammenbeißen, unsere Beratungspersonen aufsuchen und die können dann auch helfen. Hoffe ich. Also, dass das Problem gelöst werden kann. Und die Personen können dann aufgesucht werden bei Leistungsdruck, Einsamkeitsproblemen, Prüfungsangst, also bei allen psychosozialen Feldern, die es so gibt. Und wenn es jetzt um finanzielle Hilfe geht, dann kann man erstmal unsere allgemeine Sozialberatung aufsuchen und kann dort auch so seine Fälle darlegen. Und es gibt sehr viele Mittel und Wege, um Leuten helfen zu können. Wir sind offen. Und natürlich, ganz wichtig, diese ganzen Beratungsangebote sind alle kostenlos. I think in Germany it's a wonderful place because there are many people that really engage in supporting other people who need. I have to say that when you get into a university, if you don't get there in the first year, then it's quite difficult to get in contact with others. That happens to all, for example, Erasmus students in the world, that they say, I've been in Italy. In Italy, the people are close. I've been in Finland, but it's not because people are close, because people are already in their own system. They're not looking for friends. They are already in their own world. If you start then from the first year, then it's easier because everyone is looking for the new friends and the new contact. So what you have to do when you get into a system during the process, then you should really try to get in contact with the civil society. In Germany is full of great associations which are there to support migrants, for example, or international students, or just for environment, or fighting for different good things. So I think that is a way to get, or sport, or music. The choir, there are so many choirs. So look what are things that you are interested in, that you love, and then look for contacts in this area, so that then you get easily friends, contacts, and people who support you in all the different challenges you have to cope with. Das ist eine sehr schwierige Frage, denke ich, weil es gibt durchaus Fremdenfeindlichkeit, aber die gibt es, glaube ich, überall, immer, leider, muss man sagen. Angst haben, würde ich sagen, muss man nicht. Es ist natürlich so, dass es die Bubbles gibt, die besser sind und die nicht so gut sind, gefühlt, aber grundsätzlich, ja. Ich denke, man muss damit rechnen, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist, also ich kann mir das ja nur irgendwie vorstellen, schon auch ein Schock, wenn man auf sowas trifft. Ich kenne auch Leute, die hier auch schon solche rassistischen Sachen erlebt haben, auch auf der Straße. Leider, ja. Leider ja, aber ich weiß, dass die Uni da auch jetzt Angebote gibt, dass man sich da hinwenden kann, wenn man Probleme hat. Und also Angst würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, man muss sich darauf einstellen, aber Angst muss man davon nicht haben. Was das Thema Religion angeht, also ich glaube, dass Thüringen da sehr interessant ist, weil die Leute ja hier eher atheistisch geprägt sind. Natürlich ist die Angst da vor fremden Dingen. Das ist, denke ich, einfach menschlich. Es ist halt hier größer als woanders in Deutschland. Also in Bayern zum Beispiel, glaube ich, ist es eher egal. Da denken sich die Leute nichts, wenn jetzt eine Frau irgendwie mit Hijab kommt oder sowas. Aber Religion ausüben, also ich denke auch hier ist es einfach jedem selbst überlassen. Es ist ja auch nachgewiesen, dass quasi diese Fremdenfeindlichkeit daher kommt, dass die Leute zu wenig Kontakt haben mit anderen Kulturen. Und das ist ja eigentlich auch eine Chance, die Leute dann
irgendwie abzuholen und auch mal einzuladen, eine neue Kultur kennenzulernen. Also wir profitieren davon, würde ich sagen. Ja, sehr. Ja. One of the things that touched me in the Germany is the religious freedom, as the people respect the other's religion and they are not even breaking the privacy of the other people to celebrate or the celebration or the practices. So everyone keeps other and everyone respect each other's practices. And one important thing that if you are in the Germany, you will observe the religion from an outsider view. An outsider view is referred to as you will be so critical about your religion and you will be looking into as to take the advantages of religion. So you will be, it's an ambiguous atmosphere that makes an ambiguous space to make you comfortable with your religion.